Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Ohrennerd-Kanal. Heute soll es darum gehen, wie bereits angekündigt, eine Dresswatch zu finden für eine Hochzeit, auf die ich eingeladen wurde. Und genau, aktuell besitze ich so eine Uhr nicht in meiner Sammlung. Ich bin ehrlich gesagt auch nicht der Typ, der häufig elegantere Uhren tragen würde wahrscheinlich. Aber dennoch ist es eine Lücke in der Sammlung, die ich gerne schließen würde. Und ich habe mir dazu zwei Uhren bestellt, eine im unteren Preissegment für 50 Euro und eine etwas teurere für 120 und bin gespannt, was die Uhren zu bieten haben. Genau, würde sagen, wir steigen auch gleich direkt ein. Vorher darf natürlich der Wristcheck nicht fehlen. Ich trage in den letzten Tagen ganz gerne die grüne Citizen Pro Master am grünen Zulu Diver Octopod Band. Gefällt mir aktuell sehr gut, passt schön zum Wetter jetzt gerade, obwohl der Sommer gerade eine kleine Pause macht, aber ja, coole Kombination. Und genau, lasst gerne mal in den Kommentaren oder schreibt gerne mal in die Kommentare, welche der beiden Dresswatches ihr besser findet, wenn ihr einen Favoriten habt. Würde mich interessieren, eure Meinung, und ja, viel Spaß beim Video. So, herzlich willkommen. Wir starten mit der ersten Uhr direkt, und zwar ist das die Casio MTP V006L. Die kommt in diesem Aufsteller bzw. in diesem Plastikcase. Ist eine Uhr, die 50 Euro kostet, von daher darf man auch nicht zu viel erwarten. Falls ihr euch wundert, warum ich trotzdem Handschuhe trage, ganz einfach, um keine unschönen Fingerabdrücke auf der Uhr zu hinterlassen. Das hatte ich ein paar Mal auf Videos und das hat mich extrem gestört. Und trotzdem finde ich, dass man auch so eine Uhr, die einem noch nicht selbst gehört, immer mit gewissem Respekt behandeln sollte, weil eine der Uhren werde ich sowieso definitiv zurückschicken. Und genau, da finde ich, kann man das auch ruhig mal machen. Aber primär geht es einfach darum, störende Fingerabdrücke zu vermeiden. Und ja, ich hab die Uhr einfach mal direkt ausgepackt. Hier sehen wir sie auch schon, hat römische Ziffern auf dem Ziffernblatt, was mir eigentlich früher gar nicht gefallen hat. Aber ich muss sagen, im ersten Moment ist es hier überhaupt nicht störend. Ganz im Gegenteil, ich finde es eigentlich sehr schick. Ich finde, die Uhr hat eine schöne Größe. Wir messen sie natürlich auch gleich mal. Ich werde trotzdem mal kurz hier den Hangtag entfernen. Das Armband glänzt so ein bisschen, schimmert ein bisschen, hat so eine Krokodilprägung, ist natürlich kein echtes Krokodillederband, völlig klar. Da würde allein das Armband das 5- oder 6-fache mindestens kosten der Uhr. Hier auf dem Gehäuseboden sehen wir ein paar Inschriften, wenn die Kamera scharf stellt. Water Resistance, die Uhr ist bis 5 Bar wasserdicht, gegen Spritzwasser geschützt. Mehr können wir jetzt hier nicht erwarten, was aber bei einer Dresswatch vollkommen in Ordnung ist. 100 Meter wären natürlich schöner, aber da darf man jetzt wirklich gerade in der Preisklasse dann auch keine großen Ansprüche stellen. Vollkommen okay. Wie gesagt, 50 Euro. Wir machen es heute ein bisschen anders, nicht ganz so detailliert wie sonst, weil es halt auch um 2 Uhren geht. Trotzdem nehme ich kurz die Maße der Uhr, weil das ja auch gerade bei einer Dresswatch relativ wichtig ist, finde ich. So eine Uhr sollte einfach nicht zu dick auftragen, relativ kompakt sein. Und wir haben hier einen Lack-to-Lack handgemessen von 43,9 mm, was sehr klein ist oder sehr schön kompakt, würde ich behaupten. Und einen Durchmesser von handgemessenen, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, wie war nicht ganz so einfach als Linkshänder. So, jetzt hier 38 mm habe ich gerade gehabt. Und das soll die Uhr auch haben. Also den Wert, den können wir verwenden. Und finde ich eigentlich sehr schöne Dimensionen für eine Dresswatch, muss ich sagen. Gerade mit meinem eher schmalen Handgelenk sollte das doch relativ gut passen. Was ein bisschen störend ist, ist einfach ja, das Armband, muss ich sagen. Das sieht im ersten Moment einfach ja, nicht so schön aus. Ist mir ein bisschen zu glänzend. Und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob es echtes Leder ist. Also das müsste ich nochmal in Erfahrung bringen. Es sieht nicht so aus, finde ich. Wirkt auch nicht so. Also macht einen sehr billigen Eindruck, wenn ich ehrlich bin.
Auch hier dieser Feststellring oder diese Schließe, weiß ich nicht. Also wenn das Leder ist, dann weiß ich nicht von welchem Tier, ehrlich gesagt. Die Schließe wiederum sieht sehr schön aus, sehr schön klassisch, elegant, gefällt mir gut. Aber das Armband, da merkt man dann einfach den Preis bei der Uhr. Das müsste man dann wahrscheinlich gegebenenfalls tauschen, weil richtig happy würde ich damit wahrscheinlich nicht werden. Ich will die Uhr trotzdem anprobieren, natürlich gerne, weil sie mir optisch doch gut gefällt. Ich ziehe einmal hier die Schutzfolie ab, tut mir leid, das habe ich natürlich vergessen. Dann sieht das Glas der Uhr natürlich auch nochmal anders aus. Falls ihr euch gewundert habt, warum das gerade so matt war. So sieht das Ganze natürlich nochmal anders aus. Und genau, dann würde ich sagen, ziehe ich sie kurz an. Ich muss wie immer dafür kurz das Sichtfeld der Kamera verlassen. Und ich muss sagen, gefällt mir schon ziemlich gut am Handgelenk. Also die Farbe von meinem Hemd passt jetzt vielleicht nicht ganz so gut zu einem schwarzen Armband, aber was sagt ihr? Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Uhr findet. Ich finde, die sieht schon ziemlich schick aus. Also, wie gesagt, wir reden hier über eine Uhr von, die einen Preis hat von 50 Euro. Also, und so aus der Ferne, finde ich, sieht die im ersten Moment nach ein bisschen mehr aus. Also, gerade das Ziffernblatt, schon wirklich schlicht, aber schön irgendwie. Einen Sonnenschliff oder so haben wir hier natürlich nicht. Da hat Casio auch den Rotstift angesetzt, aber nichtsdestotrotz, der Sekundenzeiger trifft die Indizes auch sehr sauber, was ich auch immer sehr schön und wichtig finde bei einer Quarzuhr. Da können wir auch wirklich nicht meckern. Und ja, also schon ein schönes Ding. Wie gesagt, das Armband sehr shiny und glänzend. Bin mir wie gesagt nicht sicher, ob es Leder ist. Das werde ich euch nochmal einblenden oder habe es vielleicht schon zuvor gemacht, weil ich meine, dass es mit Leder angegeben war in der Produktbeschreibung, aber es fühlt sich wirklich nicht an, als wäre es Leder. Also vielleicht habe ich mich da auch geirrt und es ist einfach ein Plastikband. So wirkt es zumindest. Aber da könnte man natürlich auch noch das Band tauschen. Ist natürlich die Frage, ob es dann Sinn macht, eine Uhr, die 50 Euro kostet, nochmal mit einem 50 Euro teuren Lederband auszutauschen, beziehungsweise auszustatten. Aber so rein vom Design her gefällt mir die Casio MTP schon sehr gut, muss ich sagen. Ja, bis auf das Band, das müsste man wirklich tauschen. Und dann, wenn man sich da was Schönes aussucht, müsste man locker nochmal 20, 30 Euro Minimum drauflegen. Dann ist man auch wieder bei 80, 90 Euro oder ja, 70, 80, je nachdem. Achso, ich habe vergessen, die Höhe zu messen. Das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Das ist auch nicht unwichtig bei einer Dresswatch. Ich kann jetzt schon sagen, dass sie angenehm flach ist, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, warum der Messschieber heute so blinkt. Vielleicht ist die Batterie leer. Aber wir haben hier eine Höhe von 9,6 mm. Also wirklich auch sehr flach und dezent die Uhr. Ja, gefällt mir gut, wie gesagt. Ich würde sagen, wir packen gleich die nächste aus und vergleichen die beiden dann ein bisschen. Als nächstes haben wir eine Citizen, die ich bestellt habe. Und die ist dann schon etwas mehr als doppelt so teuer gewesen. Kostet bei Amazon so um die 120, 130 Euro. Wechselt immer so ein bisschen der Preis, je nach Tagesangebot. Und zwar ist das Modell BM7108 14E mit dem Kaliber E111. Das ist ein Eco-Drive-Kaliber, also die Uhr wird über Solarenergie angetrieben, was natürlich immer sehr cool ist, weil ich keine Sorgen um einen Batteriewechsel machen muss.
und ja, einfach eine sehr stressfreie Uhr habt. Ich nehme sie mal direkt ab hier aus der Halterung und entferne in dem Zug auch gleich den Hangtag, damit wir das auch haben. Und dann ziehe ich mir nochmal die Handschuhe an. Und ja, selbst beim Auspacken merkt man schon, dass die Uhr deutlich teurer ist. Kann ich sie direkt mal verraten. Zum einen am Gewicht. Sie ist deutlich schwerer als die Casio MTP, die hier auch wahrscheinlich wie die anderen Casio MTPs ein Messinggehäuse hat, so wie sich das anfühlt. Das ist, glaube ich, kein Edelstahl. Es kommt vom Gewicht irgendwie einfach nicht hin. Hier haben wir schon ein ganz anderes Gewicht und ja, dementsprechend auch eine andere Wertigkeit, ein anderes Wertigkeitsgefühl. Der Gehäuseboden ist poliert, aber ich ziehe mal kurz die Handschuhe an, damit ich hier keine störenden Abdrücke hinterlasse, die man dann auf der Kamera leider immer sehr deutlich sieht. Kleinen Moment. So. Genau. Der Boden ist hier, wie bereits erwähnt, poliert. Und dann sehen wir auch, dass die Uhr ein Saphirglas hat. Hier ist die Aufschrift Sapphire für Saphirglas. Und genau. Außerdem ist die Uhr 100 Meter wasserdicht, was wir hier in der Inschrift sehen können, wenn die Kamera will. Auf jeden Fall steht hier WR 10 Bar, also Water Resistant 10 Bar. Und genau, Saphirglas und 10 Bar wasserdicht, das finde ich für 120 € schon wirklich eine gute Ansage. Also mir fallen spontan keine anderen Uhren ein, die dieses Gesamtpaket bieten. Das Lederarmband, ja, würde mich jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt glücklich machen. Wir haben hier wieder so eine Krokodilprägung. Es wirkt schon deutlich hochwertiger als das des Citizen, sage ich schon, als das der Casio MTP. Aber es ist sehr steif, muss ich sagen. Also hier haben wir auf jeden Fall den Nachweis, dass es sich um Leder handelt. Und das, ja, spürt man, denke ich, auch in dem Fall. Aber ich weiß nicht, ob man es hier auf der Kamera sehen kann. Es ist wirklich ziemlich steif. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es jetzt lange auf dem Kissen war. Eventuell, also es kann sich natürlich auch noch ändern, wenn man sie dann ein bisschen länger trägt. Vielleicht wird das Band dann weicher. Aber so im ersten Moment wirkt es nicht besonders geschmeidig, was ja aber auch nicht unbedingt störend sein muss dann beim Tragen, je nachdem, wie es dann gebogen ist. Was vielleicht noch erwähnenswert ist, dass wir hier so ein Muster auf dem Ziffernblatt haben. Ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben würde. So ein Wellenschliff, Wellenmuster, aber auch nur in einem gewissen Bereich, also im Zentrum des Ziffernblatts. Fängt die Kamera gerade nicht so richtig ein. Ist ja so ein Parkettmuster irgendwie, so würde ich es ein bisschen beschreiben. Also immer abwechselnd in verschiedene Richtungen geht das Ganze. Und sieht eigentlich sehr schick aus. Außen am äußeren Rand haben wir dann so einen kleinen Sonnenschliffbereich, der auch ganz schön schimmert im Licht, finde ich. Also sieht ganz nett aus. Die Zeiger sind mit Leuchtmasse bedeckt. Vielleicht kann ich euch auch gleich nochmal einen Loomshot einblenden bei Dunkelheit. Und ja, sieht eigentlich wirklich sehr schick aus. Fühlt sich auch echt schön an, die Uhr. Wir nehmen mal die Maße. Und was direkt natürlich auffällt, ich weiß nicht, ob es auf der Kamera auch so ist, die Uhr ist deutlich größer. Was mir leider erstmal nicht so gut gefällt, weil ich bei einer Dresswatch ja eher auf was Kompakteres aus bin. Handgemessen ist ja Luck to Luck hier 47,3 mm. Die Höhe beträgt 9,7 mm, also fast so dünn wie die Casio. Und der Durchmesser beträgt ohne Krone
41,3 mm. Offiziell sollen es, glaube ich, 42 sein. Kann sein, dass hier mit Krone gemessen wurde. Ich kann ja auch nochmal versuchen, mit Krone zu messen. Da sind es dann, ja, 43,3 mm. Also schon ein Stückchen größer die Uhr. Und ich ziehe sie jetzt einfach mal an. Mal gucken, ob der Unterschied wirklich deutlich sichtbar ist. Und ja, ist der, kann ich schon mal spoilern. So sieht das Ganze an meinem 16,5 cm Handgelenk aus. Und ja, ich muss sagen, ich glaube, sie ist mir einen Ticken zu groß, weil einfach hier der Lack-to-Lack, hier finde ich, steht es ein bisschen zu sehr ab. Also es passt wahrscheinlich gerade so, aber ich würde mir wünschen, dass die Hörner ein bisschen kleiner sind, beziehungsweise einfach die Fläche des Ziffernblattes. Wenn das hier ein bisschen kompakter wäre, dann würde die Uhr auch nochmal ganz anders aussehen. Wenn ich jetzt mal die Casio hier daneben halte, dann seht ihr den Größenunterschied. Das ist schon eine ganze Ecke. Also die Fläche des Ziffernblatts ist einfach deutlich größer bei der Citizen. Das Armband bzw. die Schließe finde ich eigentlich sehr, sehr schön. Hier nochmal mit einem Citizen-Logo eingraviert oder eingestanzt. Ja, und das Armband, vielleicht kommt es auf dem Video rüber, ich hoffe es, ist natürlich schon eine ganz andere Hausnummer, nicht so shiny, glänzend und billig anmutend wie bei der Casio. Ich kann die beiden hier auch nochmal nebeneinander halten, die Armbänder. Also das Armband der Casio, das ist wirklich nicht schön, muss man einfach so sagen. Keine schöne Qualität. Und die Citizen macht das hier deutlich besser, auch wenn es mich nicht zu 100% zufriedenstellen würde, dieses Armband, weil es doch nicht besonders geschmeidig ist. Hier vorne sehen wir, dass es zwar schon so eine leichte Beschädigung gibt am Armband, was natürlich auch ein bisschen schade ist. Sollte nicht so schnell gehen. Ich habe die Uhr gerade ausgepackt und da ja, sollte das eigentlich nicht der Fall sein. Trotzdem natürlich ein sehr schönes Gesamtpaket. Ne? Saphirglas, 100 Meter wasserdicht für 123 € oder so habe ich jetzt bezahlt. Also das ist schon wirklich, wie gesagt, mir fällt keine andere Uhr ein, die ein solches Gesamtpaket bieten würde. Falls euch einer einfällt, gerne mal in die Kommentare schreiben, also würde mich interessieren. Aber mir fällt, wie gesagt, spontan keine Uhr ein. Und ja, eigentlich bleiben da ja wenig Wünsche übrig oder offen. Bis auf die Maße, muss ich sagen. Da würde ich mir tatsächlich ja, eine 38 mm Variante davon wünschen. Es gibt die Uhr auch noch in verschiedenen Farbvarianten. Es gibt sie mit blauem und schwarzem Ziffernblatt. Ich habe hier das schwarze. Und dann gibt es sie auch noch am Metallband. Und ich glaube, es gibt auch eine Bicolor-Variante. Die verschiedenen Farben blende ich euch hier jetzt mal ein. Ich sag mal so ab 17,5 cm. Also wenn ich ein etwas kräftigeres Handgelenk hätte, dann würde ich mich, glaube ich, ein bisschen wohler fühlen mit der Uhr. Aber so ist sie mir einfach ein bisschen zu mächtig an meinem schmalen Handgelenk. Es würde, wie gesagt, wahrscheinlich gehen. Die meisten würden wahrscheinlich sagen, okay, passt doch eigentlich ganz gut, aber ich persönlich mag den Look nicht so gerne irgendwie. Ich würde es mir, wie gesagt, einfach ein bisschen kleiner und kompakter wünschen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr meint, dass sie für mich zu groß ist oder nicht. Ich persönlich sage ja, auf jeden Fall. Da finde ich einfach die Maße der Casio deutlich angenehmer. Also ich halte sie nochmal zum Vergleich hier hin. Finde ich, passt einfach besser zum Thema Dresswatch. Aber wie gesagt, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Eure Meinung würde mich da echt interessieren. Ja, ich bin persönlich da ganz klar Team kleine Uhr. Was ich euch noch zeigen kann und was ich ganz interessant finde, ist, wie unterschiedlich doch Uhren wirken, beziehungsweise was die, ja, ich weiß nicht genau, die Größe des Ziffernblatts doch ausmacht. Bei einer
bei der Uhr. Genau so nennt man es, Ziffernblattgröße oder Durchmesser, weil die grüne ProMaster hat beispielsweise einen Durchmesser von 44 mm, wirkt an meinem Arm aber deutlich kompakter. Wenn ich sie mal anziehe hier und daneben halte, dann wirkt die Uhr deutlich kleiner, finde ich, als die, obwohl die einen kleineren Durchmesser hat. Und wir haben hier 44 und hier 42 mm und ich finde, die sieht eher aus wie eine 40 mm daneben oder so. Aber da seht ihr wirklich mal, was es ausmacht. Hier diese Lünette nimmt natürlich viel Platz weg von der Ziffernblattfläche. Und ja, wenn ihr da wirklich einen ziemlich schmalen Rand habt an einer solchen Uhr, so, sorry, dann macht das die Uhr doch optisch sehr viel größer, als sie dann vielleicht im ersten Moment ist vom Datenblatt her. Und da muss man immer so ein bisschen aufpassen, beziehungsweise einfach anprobieren, weil die Daten einfach wirklich täuschen können. Ja, ich würde sagen, das soll es dann auch schon gewesen sein. Heute mal ein bisschen kürzer und etwas anders, nicht ganz so detailliert, die beiden Uhren. Ich lege sie nochmal zum Vergleich direkt nebeneinander. Hier seht ihr auch nochmal die unterschiedlichen Größen. Die Casio ist deutlich kleiner, wirklich deutlich kompakter. Auch das Armband ist schmaler. Ich glaube, wir haben hier 22 mm Bandanstoß, hier 20 mm. Und das macht das Ganze natürlich auch nochmal ein bisschen kräftiger am Handgelenk oder am Arm. Ja, ich weiß nicht genau. Also ich würde auf jeden Fall zu der Casio tendieren. Da gefällt mir das Armband, wie gesagt, jedoch nicht so toll. Die Uhr finde ich wirklich top, bis auf die Größe leider. Wenn Citizen dann nochmal eine kleinere nachlegt, dann würde ich mir sie wahrscheinlich sofort kaufen. Wahrscheinlich ist es leider nicht geplant und so lange kann ich dann auch nicht warten. Ich habe noch 2 Monate Zeit bis zur Hochzeit, deswegen muss ich wahrscheinlich nochmal auf die Suche gehen oder ich entscheide mich dafür, hier das Band zu wechseln, da bin ich mir gerade noch nicht ganz sicher. Ja, wie gesagt, lasst mich gerne mal wissen in den Kommentaren, wie ihr die beiden Uhren findet, ob ihr vielleicht eine spannende Alternative für mich habt. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und freue mich, dass ihr, falls ihr bald wieder einschaltet. Alles klar, bis demnächst, macht's gut, ciao.